Wenn du heute ins Kino gehst, kaufst du oft den temporären Zugang zu einer Zeitmaschine oder vielleicht auch eine Art emotionale Versicherungspolice. Glaubst du mir nicht? Dann lass mich dir sagen, dass die globale Kinolandschaft schon seit einigen Jahren eine der vielleicht absurdesten kommerziellen Wandlungen ihrer Geschichte durchläuft. Der Kinosaal ist nämlich vielleicht nicht immer mehr der Ort für kreative Neuentdeckungen, sondern er ist teilweise auch zu einem abgeriegelten Archiv unserer eigenen vertrauten Erinnerungen mutiert, bei dem die Leinwand uns nur noch den ultimativen Comfort-Food-Content liefert. Klar, Filme basieren immer auf Stoffen, die es schon gab, das war schon immer so, und es ist auch so, dass Hollywood sich in seiner immer mal wieder aufkommenden Panik in den letzten Jahren auch blind auf viele verfügbare Videospielverfilmungen stürzt. Aber die wahre Cash-Cow, das eigentliche Fundament der heutigen Filmindustrie, ist vielleicht etwas völlig anderes, nämlich das Geschäftsmodell Nostalgie. Und das ist keine wilde Theorie von irgendwem, sondern wirklich messbar. Zwischen 2020 und 2024 basierten nämlich gerade einmal lächerliche 12% der neuen englischsprachigen Serien und Filme auf originären Konzepten. Der Rest waren entweder Remakes, Reboots, Revivals, Prequels, Requels oder Sequels. Krass, dass ich das alles beim ersten Mal richtig ausgesprochen habe. Und der Grund dafür ist simpel. Zwischen 2021 und 2024 lag das nordamerikanische Box-Office nämlich konstant bei 2 bis 3 Milliarden US-Dollar hinter den Rekordjahren vor der Pandemie zurück. Die Studios brauchen also, und das ist heute nicht anders, dringend finanzielle Liquidität, was sie automatisch panisch vor jedem finanziellen Risiko flüchten lässt. Der Grund, warum wir im Umkehrschluss aber Geld dafür bezahlen, einen Film zu sehen, den wir quasi vor 20 Jahren schon mal gesehen haben, ist dann aber schlichtweg auch, weil Hollywood mittlerweile unser Gehirn mit einer Formel, die sie über Jahre perfektioniert haben, regelrecht geknackt hat. In diesem Video möchte ich mir genau diesen Mechanismus deshalb einmal mit euch genauer ansehen und euch zeigen, wie Nostalgie als aktiver Prozess unser Gehirn manipuliert und dabei sogar noch unsere Sensibilität für Preise senkt, warum Filme wie Top Gun Maverick vielleicht zu Recht zu einem historischen Megahit wurden, während Werke wie The Matrix Resurrections an den Kinokassen scheiterten und ob eine Geschichte wie die von Der Teufel trägt Prada, die die toxische Hustle-Kultur der 2000er Jahre zelebrierte, in der heutigen Gen Z wirklich noch überleben kann. Also lasst uns keine Zeit verlieren und let's go! Fangen wir mal kurz mit einem Missverständnis an. Wir glauben meiner Meinung nach nämlich immer noch oft, Hollywood sei eine Fabrik für Träume, und das ist auch eine total schöne Vorstellung, aber in Wahrheit ist Hollywood heute, und das war auch schon viel früher so, vielleicht eher eine Fabrik für Risikomanagement, also eine Industrie, die von einer fast schon sehr großen Angst regiert wird. Wenn wir uns nämlich nochmal diese 12% der neu veröffentlichten Filme und Serien anschauen, die auf neuen, originären Ideen basieren, bedeutet das im Umkehrschluss fast 90% von allem, was du siehst, ist aufgewärmter Kaffee, und das trotz eines kurzen Hochs im Jahr 2021. Jetzt könnte man sagen, dass die Studios einfach faul sind, was schon schlimm genug wäre, aber die Wahrheit ist sogar noch schmerzhafter, denn die Studios geben uns so ziemlich immer exakt das, was wir verlangen, oder eben das, was funktioniert, weil wir, das Publikum, eben oft mit unserem Geldbeutel abstimmen. Und wir haben in den letzten 15 Jahren auch mit klargemacht, dass Originalität nicht immer mehr zieht. Wenn ein Top Gun Maverick in die Kinos kommt, rennen wir eben los und spülen mal eben unfassbare 1,5 Milliarden US-Dollar in die Kassen. Oder auch ein Beetlejuice machte im Jahr 2024 mal locker über 452 Millionen Dollar. Wir überschütten diese Fortsetzungen also mit absurden Summen. Und klar gibt es auch alleinstehende Filme mit tollen Einspielergebnissen, wie nicht zuletzt Der Astronaut oder auch Blood and Sinners aus dem Jahr 2025. Aber wenn man mal andere Werke wie Send Help und A24's How to Make a Killing aus diesem Jahr oder auch aus dem letzten Jahr Elio, The Smashing Machine oder Black Bag mit in diese Rechnung nimmt, ist es schon oft so, dass es völlig alleinstehende Filme immer noch schwer haben, wenn kein großer Regisseur oder ein größeres Franchise dahinter steckt oder der Film wie F1 auf einer riesigen Rennindustrie basiert. Die Studios sehen natürlich deshalb eher diese Milliarden bei den Erfolgen, lernen daraus und die Industrie durchläuft einen langsamen Wandel.
Und dabei wirkt es fast so, als hätten wir durch diese jahrelange Dauerbeschallung mit alten IPs schlichtweg verlernt, neue Stoffe überhaupt noch wertzuschätzen oder zu konsumieren. Da hilft es auch wenig, dass die gesamte Kinobranche weniger Kinostarts als vor der Pandemie verzeichnen kann und die Einnahmen an den nordamerikanischen Kinokassen seit Jahren mit einer Lücke von etwa 2 bis 3 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu Rekordjahren wie 2017 bis 2019 hinterherhängen, obwohl es sich dieses Jahr laut einigen Berichten vielleicht auch schon bessern könnte. Hollywood braucht also Geld, und zwar immer schnell, und hier darf das Kino trotz der Streaming-Abonnements, die wie erst kürzlich gesehen ein begrenztes Wachstumspotenzial haben, immer noch gerne aushelfen. Ein Kinostart ist nämlich immer noch die ultimative Liquiditätsmaschine, weil daran eben auch Ticketverkäufe, Premium-Formate oder teure Lizenzen hängen können, und ein Legacy-Sequel ist dabei der sofortige Cash-Boost, den die Studios brauchen, um zu überleben. Dieser ganze Mechanismus folgt deshalb auch einer unerbittlichen Logik, die man das Member-Berry-Prinzip nennt. Man ballert den Zuschauer mit visuellen, akustischen und auch storytechnischen Referenzen an die Vergangenheit zu, und das Ziel ist ein Gefühl von wohliger Vertrautheit, womit ein Teufelskreis erst beginnt. Das Publikum entscheidet sich, wenn sowas etabliert ist, im Zweifel nämlich immer für das Bekannte. Und dieses Bekannte minimiert das finanzielle Risiko für die Konzerne, also produzieren sie noch mehr Fortsetzungen. Wir werden durch diese Dauerbeschallung also mittlerweile regelrecht konditioniert und verlernen es, wie gesagt im schlimmsten Fall, neue Stoffe überhaupt noch wertzuschätzen. Es ist also nüchtern betrachtet ein perfekt geschlossener, selbsterhaltender Kreislauf der Stagnation, solange eben genug Material vorliegt, das sich Zuschauerinnen und Zuschauer auch ansehen wollen. Aber warum dann im Umkehrschluss halt auch noch auf eine neue Idee wetten, wenn man die alten Erinnerungen doch einfach unendlich melken kann? Denn jetzt denkt ihr sicherlich, so wie ich auch, ja, aber da falle ich doch schon lange nicht mehr drauf rein und ich entscheide ja, was ich schauen will. Das Problem bei diesem ganzen Prozess ist aber, Nostalgie ist ein aktiver neurochemischer Prozess. Also wirklich, das ist ein Prozess, der unser Gehirn manipulieren kann, unser Risikoverhalten verändert und sogar unsere rationale Preissensibilität nach unten drücken kann. Man nennt das auch Nostalgierendite. In Phasen globaler Krisen oder wenn die Welt da draußen einfach brennt, gesellschaftliche Umbrüche anstehen und wirtschaftliche Instabilität herrscht, sucht unser Gehirn logischerweise panisch nach Konstanten, und Nostalgie ist dabei kein Luxus, sondern ein Überlebensmechanismus, der auch noch super einfach erreicht werden kann. Wenn Forscher Menschen in fMRT-Röhren stecken und ihnen vertraute nostalgische Musik vorspielen, dann können beispielsweise Reaktionen im sogenannten Ruhezustandsnetzwerk, im Salien-Netzwerk, tief im Belohnungssystem und in den medialen Temporallappen unseres Gehirns auftreten. Das bedeutet auf Deutsch, Nostalgie wirkt wie ein Puffer gegen Bedrohungen unseres Selbstwerts. Und unser Geist füllt sich plötzlich mit schützenden Figuren aus unserer Vergangenheit. Das nennt man auch den sogenannten Kissen-Effekt. Wir empfinden also nicht umsonst auf einmal eine stark erhöhte soziale Verbundenheit, wenn wir Nostalgie erfahren, oder fühlen uns geliebt oder beschützt, eben wie ein unsichtbares Kissen im Kopf. Aber jetzt kommt noch der verrückteste Teil. Man sollte nämlich intuitiv meinen, dass wehmütige, nostalgische Menschen ihr Geld zusammenhalten und dass sie auch weniger Risiko eingehen. Aber da beweisen psychologische Studien tatsächlich das exakte Gegenteil. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2019 belegt nämlich sogar einen direkten Zusammenhang zwischen Nostalgie und erhöhter finanzieller Risikobereitschaft, und die Wissenschaftler haben in 5 aufeinanderfolgenden Experimenten bewiesen, nostalgische Emotionen steigern unsere Bereitschaft, finanzielle Risiken einzugehen. Wir konsumieren also einen nostalgischen Reiz, daraufhin simuliert unser Gehirn sofort soziale Sicherheit und familiären Rückhalt und unsere instinktive Angst vor Verlusten sinkt. Wir werden bei diesen ökonomischen Entscheidungen also eventuell extrem risikofreudig. Also nochmal zusammengefasst, wer sich an früher erinnert, fühlt sich oft sicher, und wer sich oft sicher fühlt, gibt schneller und unüberlegter Geld aus. Viele Umfragen zeigen sogar, dass Käufer aus nostalgischen Motiven sogar hohe Premiumpreise schlucken. Denn selbst Konsumenten mit einem Jahreseinkommen von unter 100.000 US-Dollar sind in einem nostalgischen Zustand bis zu 55% bereit, deutlich mehr Geld für ein Produkt auszugeben. Bei höheren Einkommensschichten sind es im Vergleich zwar lediglich 48%, aber das ist immer noch verdammt hoch.
Versteht ihr also, was im Kino gerade auch passiert? Das teure Kinoticket für ein Legacy-Sequel kaufst du vielleicht nicht immer nur wegen der narrativen Qualität der Story, sondern die Industrie verkauft dir ein Gefühl der Geborgenheit, also die Flucht vor der unerträglich komplexen Gegenwart in eine simplifizierte, vielleicht tolle Vergangenheit. Und trotzdem ist die reine Existenz einer bekannten Marke noch lange keine Garantie für einen Hit. Das Publikum verlangt bei dieser ganzen Nostalgienummer, und das hat man in den letzten Jahren auch immer häufiger gesehen, nämlich auch eine einzige Sache absolut kompromisslos, nämlich Aufrichtigkeit. Stellen wir mal spaßeshalber zwei Filme gegenüber. Beide greifen auf jahrzehntealte, absolut ikonische Marken zurück. Beide haben ein gigantisches Produktionsbudget nahe der 200 Millionen Dollar Grenze und beide zielen exakt auf dieselbe zahlungskräftige Zielgruppe ab. In der einen Ecke haben wir Top Gun Maverick aus dem Jahr 2022. Ein Mega-Hit, der bei 177 Millionen Dollar Budget unfassbare 1,45 Milliarden US-Dollar weltweit einspielte und damit den 8,2-fachen sogenannten Return on Investment bei 96% positiven Kritikerstimmen laut Rotten Tomatoes machte. In der zweiten Ecke haben wir The Matrix Resurrections mit 190 Millionen Dollar Budget und nur 160 Millionen Dollar weltweit Einspielergebnis. Ein katastrophaler finanzieller Verlust und ein massiver Flop mit nur 63% Kritikerzustimmung. Also warum hat hier Top Gun jetzt besser funktioniert? Naja, das ist schwer konkret zu erklären, aber weil der Film vermutlich seine eigene Mythologie kompromisslos respektiert hat. Er lieferte also exakt das, was das Member-Berry-Prinzip verlangt. Spektakuläre praktische Effekte, den unverfälschten Archetypus, den auch das Original hatte, und vor allem emotionale Aufrichtigkeit ohne jede zynische Brechung. Er hat also nicht viel Neues versucht und vor allem nicht sich selbst oder sein Publikum intellektuell herabgewürdigt. Tom Cruise hat dadurch auch übrigens mal eben sein persönliches Risikomanagement gleich mit perfektioniert, weil er durch einen Deal, der ihm den sogenannten First Dollar Gross zusicherte, ab dem allerersten verkauften Ticket mitverdiente und sein geschätztes Gehalt deshalb bei geschätzten 100 Millionen US-Dollar, also mehr als der Hälfte des gesamten Produktionsbudgets lag. Anders sah das Ganze bei The Matrix Resurrections aus, der von vielen Fans vielleicht als die absolute Verweigerung des emotionalen Vertrags angesehen wurde. Anstatt uns nämlich weich in den schönen Kisseneffekt fallen zu lassen, hat der Film mutmaßlich aggressiv seine eigene Existenzberechtigung dekonstruiert. Er attackierte also auch die Industrie, die Nostalgie und unser eigenes Verlangen nach eben genau diesen Fortsetzungen. Und das Publikum, das fand das natürlich gar nicht lustig, denn wer Nostalgie als primäres Produkt verkauft, darf dieses Produkt vielleicht niemals herablassend hinterfragen, außer das Werk ist vorher womöglich schon auf diese Idee aufgebaut oder hat eben einen klugen Twist, den viele Leute auch mögen, denn viele bezahlen eben nicht für einen kritischen Spiegel, sondern für die eben erwähnte Geborgenheit. Aber auch selbst die tiefste Nostalgie hat irgendwann ihre Grenzen, denn wenn das System überreizt wird, dann sehen wir bei Abstürzen wie Indiana Jones und das Rad des Schicksals oder auch der Mockumentary-Fortsetzung Spinal Tap 2 auch eine Meta-Fatigue, also ein Burnout des Publikums durch die ständige Konfrontation mit immer denselben Inhalten. Die Gefahr bei sowas kann also auch massiv sein, denn wenn ein Legacy-Sequel seine eigene Existenz zu offensichtlich parodiert, entsteht diese eine emotionale Distanz, weil ein Film ununterbrochen kommentiert, dass er ein Film ist. Und das Resultat dieser Krankheit, das ist dann irgendwann der sogenannte Markenkannibalismus. Also wenn eine späte Fortsetzung, die die Illusion deiner Jugend nämlich nicht mehr glaubhaft und respektvoll verkaufen kann, dann vernichtet sie retrospektiv auch die emotionale Magie des Originalwerks. Du verlierst im schlimmsten Fall also das Vertrauen in die komplette Marke. Aus diesem und mehreren Gründen ist Der Teufel trägt Prada 2 aber vielleicht auch eine der wichtigsten Fallstudien dieses Jahres zu diesem Thema. Weil das eben auch ein Film ist, der exakt auf dieser Kante zwischen nostalgischer Relevanz und totalem Markenkannibalismus balanciert. Der erste Film von 2006 war nämlich der perfekte Zeitgeist der Hustle-Kultur der 2000er-Ära. Berufliche Selbstaufgabe wurde hier also glorifiziert und Andy Sachs opferte ihr soziales Umfeld, ihre persönliche Identität und auch ihre mentale Gesundheit, unter anderem für neue Harry-Potter-Manuskripte, nur um als funktionierende Maschine im Magazin Runway aufzusteigen. Der Film vergaß neben all dem aber auch nicht ihr weiches Herz und auch nicht das von Miranda und war wahrscheinlich auch genau
genau deswegen ein Erfolg, weil er bis heute auf eine gewisse Weise zeitlos ist und dieses Arbeiten ohne Pause auch kritisch beleuchtete, indem Andy ihre Freunde für eine kurze Zeit wirklich verlor. Jetzt 20 Jahre später hat sich das Fundament des Publikums mitunter aber komplett verschoben. Die heutige Gen Z lehnt diese totale berufliche Unterwerfung nämlich teilweise einfach ab und auch das Konsumverhalten hat sich radikal gedreht, weshalb die Fortsetzung jetzt auch den strukturellen Konflikt verschiebt und dadurch wieder aktuell wird, weil es jetzt um das nackte Überleben im digitalen Zeitalter geht. Und gerade weil so ziemlich jeder vom alten Produktionsteam inklusive des Regisseurs zurückgekehrt ist, fühlt sich diese Fortsetzung meiner Meinung nach aber auch nicht wirklich nur wie eine Legacy-Parodie des Originals an, sondern sie wirkt wirklich so, als hätte sich hier jemand mal wieder wirklich Gedanken gemacht, was in einer Zeit von 20 Jahren wirklich mit den Charakteren und auch mit dessen Leben passiert sein würde und was für berufliche, aber auch private Konflikte es in der heutigen Zeit so gibt. Und klar ist der Film dabei trotzdem eigentlich noch eine klassische Fortsetzung, die für viele Zuschauer mitunter genau die Punkte abhaken will, die für eine solche gebraucht werden. Stichwort unnötig reingedrückte Liebesbeziehung. Aber für eine Fortsetzung, die genau das bezwecken möchte, wird hier mal nicht nur mit Nostalgie um sich geworfen, sondern man versucht erneut eine in sich zwar sehr geschlossene, aber glaubwürdige Welt zu erschaffen, die zumindest mit der äußeren Verpackung und auch der Liebe zu den einzelnen Kleidungsstücken, des Casts und des Produktionsteams suggeriert, dass Disney oder zumindest der Drehbuchautor des Films in Bezug zu Disney verstanden hat, was hier die eigentliche Thematik ist, nämlich die Frage, wie lange sollte etwas in der heutigen Welt noch bestehen, wenn es abgelaufen ist und muss denn wirklich alles neu aufgelegt werden. Das alles lehrt uns über die Jahre aber vielleicht eine Sache am besten, nämlich dass Nostalgie längst kein flüchtiger Seelenzustand mehr ist, sondern mitunter vielleicht die härteste, unerbittlichste und lukrativste Währung, über die Hollywood heute verfügt. Die Epoche des klassischen Kinos ist vorerst beendet, also gibt es wenig bis keine intellektuellen Wagnisse mehr und es gibt auch kaum noch originäre Konzepte. Denn auch Der Teufel trägt Prada 2 ist die absolute Blaupause für dieses moderne System, in dem er uns im Kern nicht einfach die Fortsetzung eines lustigen Machtkampfes in der Modebranche bringt, sondern die Illusion einer Ära, in der unsere Ziele und Vorbilder noch simpel und klar definiert schienen. Aber die Wahrheit dazwischen ist vielleicht auch, dass sich diese Machtverhältnisse des Konsumverhaltens oder der mangelnden Originalität von Stoffen regelmäßig wandeln kann. Wir sind nämlich, und das überrascht euch jetzt vielleicht, keine komplett willenlosen Konsumzombies. Ja, das ist echt so. Wir haben die Macht tatsächlich in der Hand oder besser gesagt in der Brieftasche. Und möglicherweise gibt es da draußen ja schon längst massive Hoffnung. Denn in den letzten Jahren wirkt es durch große wie kleine Beispiele immer mehr, als würden ehrgeizige, komplett originäre Meilensteine phasenweise doch immer wieder beweisen, dass echtes, frisches Storytelling eben auch Milliarden einspielen kann. Der Hunger nach neuen Erfahrungen stirbt im menschlichen Gehirn nämlich auch niemals ganz aus und das Kino wird sich, da bin ich mir zumindest sicher, rekalibrieren, sobald wir, also alle Menschen, mit unseren Ticketverkäufen das eindeutige Signal senden, dass wir halt bereit für Neues sind. Aber seht ihr diesen Wandel auch oder bilde ich mir den vielleicht nur ein? Und was haltet ihr von Legacy-Sequels mit Nostalgie spielenden Filmen oder allgemeinen späten Fortsetzungen wie Der Teufel trägt Prada 2? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ich lese das wie immer sehr gerne. Und wenn ihr wissen wollt, durch welche Menschen sich das Kino von heute wirklich schon verändert, dann könnt ihr euch auch gerne mein Video zu den tollsten Regisseuren hiernach anschauen, die Hollywood bestimmt auch in den nächsten Jahren noch prägen werden. Das ist hier verlinkt. Wir sehen uns im nächsten Video und haut rein!